Willkommen bei Capella Academy. Denkt ihr jetzt auch gerade an Fruchtgummi? Oder an Magie und Zauberei? Wenn ja, dann haben diese Motive ihren Zweck schon erfüllt. Motive, das sind kurze, meist sogar sehr, sehr kurze Melodien, die nur einen Zweck haben: wiedererkannt zu werden. Sie werden von Komponisten ganz bewusst eingesetzt und tauchen mitten in Musikstücken, mitten im Film oder manchmal auch mitten im Alltag auf. Und wir erkennen sie wieder, so wie wir ein bekanntes Gesicht wiedererkennen oder die Stimme eines bekannten Menschen. Bei Themen gehört noch etwas mehr dazu, und was genau, das schauen wir uns jetzt an. In der mehrstimmigen Vokalmusik der Renaissance, wie bei Guillaume de Failly, traten erstmals Vorläufer von musikalischen Themen auf. Die Idee: singen zwei Chorstimmen den gleichen Text, haben sie auch die gleiche Melodie. Selbst wenn der Rhythmus in einer Stimme verlangsamt wird, die Melodieform ist wiedererkennbar. In der barocken Fuge wird diese Idee auf die Spitze getrieben. Zwar gibt es zum Beispiel in Johann Sebastian Bachs wohltemperiertem Klavier keinen Text, aber das Fugenthema, wie man es jetzt nennt, zieht sich durch jede Stimme. Allein zum Wiedererkennen würde bereits ein kurzes Motiv genügen. Bach fügt in diesem Fall aber noch einen zweiten Abschnitt hinzu, der auf das Motiv antwortet. Und einen dritten, der das Thema abschließt. Ein Thema hat häufig bereits in sich eine komplexere Struktur als im Motiv und es dient, anders als das Motiv, als musikalisches Samenkorn, aus dem heraus ein ganzes Stück entwickelt wird. So ist es auch bei einer Variation, nur ganz anders als bei einer Fuge. Beispiel gefällig? Diese Melodie kennt ihr als Weihnachtslied. Wolfgang Amadeus Mozart lernte sie als 7-Jähriger bei einer Reise nach Paris kennen. Später verwendete er dieses Lied als Thema für 12 Variationen. Zum Beispiel die hier. Oder diese. Und bei allen Änderungen bleibt das Variationsthema immer erkennbar. Zum Abschluss noch ein Themendoppelpack, wie es vor allem in der Klassik, also zum Beispiel bei Ludwig van Beethoven, oft auftritt. In einem sogenannten Sonatensatz treten zwei Themen in einem musikalischen Wettstreit. Und da macht es sich ganz gut, wenn die beiden Themen ziemlich unterschiedlich sind, wie etwa diese beiden hier aus der Egmont-Ouvertüre. Schwere, tiefe, laute Streicher auf der einen Seite treten gegen zarte, hohe Holzbläser an. Wie dieser Wettstreit ausgeht, ist Musikgeschichte. Am besten ihr hört euch die Egmont-Ouvertüre mal an, vielleicht sogar mit den Noten dazu. Die gibt's im Netz, zum Beispiel bei Musikalion. Das war's für den Moment. Bald erscheinen neue Videos. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal. Und ansonsten freue ich mich über Feedback und Kommentare und natürlich eure Fragen. Musiktheorie ist nämlich spannender, als man denkt. Wir hören uns.